ist ja mal wieder typisch. Kaum hat man sich hingelegt, schon schellt es an der Tür. Guten Tag, hier ist Ihr Amazon-Paket. Was? Was ist das denn? Soll das ein Scherz sein? Ach, gib her den Krempel. Ja, da hat jemand eine Schelle verdient. Kann ich es glauben, in welche Tüte mir Amazon meine Ware eingepackt hat? Sagt mal, hab ich Strümpfe bestellt? Das ist jetzt der neueste Clou von Amazon. Dabei wissen wir ja, was auf dem Transportweg so alles passieren kann. Da schützt so eine Papiertüte natürlich am meisten. Ist ja ganz klar. Hatte sowas ja schon mal besprochen, könnt ihr euch hier ansehen. Um was es hier aber in dieser Tüte gehen soll, das sage ich euch jetzt. Ja, richtig. Es geht um den Speederbike mit dem Scout Trooper. Den haben wir früher auch Biker Scout genannt. Und den wollen wir uns heute einmal ansehen. Und in diesem Sinne begrüße ich euch ganz herzlich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Tja, dann schauen wir noch mal, was da so alles drin ist. Da ist er also, das Speederbike. 54,99 €. Hätte auch ein bisschen preiswerter sein können, ne? Aber okay, lassen wir es mal so dahingestellt sein. Ja, an der Box, wir sehen, viel Spannendes ist nicht dran. Wir sehen vorne ein bisschen Speederbike und den Scout Trooper. Wir sehen natürlich die von Amazon eingebauten Zerditschungen, die wir hier an den Seiten haben. Okay, die gehören nicht standardmäßig dazu. Wir sehen aber auch wieder hier dieses schöne Symbol, das darstellen soll, dass da eine Figur drin ist. Wieder mal nicht zum Aufkleben. Habe ich schon öfter gesagt, müssen wir uns dran gewöhnen. Finde ich aber immer noch hässlich. Ne? Da kann ich mich eigentlich gar nicht dran gewöhnen. Aber okay, so ist es eigentlich. Rückseite ist natürlich auch schön gestaltet. Aber letztendlich genauso wie die Vorderseite, nur ein bisschen größer. Wir haben so ein paar Logos hier drauf, klar. Vorne neu jetzt das 40 Jahrzehnte Logo, was wir hier drauf haben. Und ja, so ein bisschen Disney, Hasbro. Naja, das übliche Gedöns halt, was wir so kennen. Das Ganze steht unter dem Logo Return of the Jedi. Und tja, damit kann man sagen, Besprechung der Box abgeschlossen. Ist auch nicht so spannend. Messen wir noch mal kurz die Box aus, falls man die mal irgendwie darstellen möchte. Die Box ist hoch, bummelige 26 cm. Sie ist breit 23,5 und sie ist tief 6,5. Da soll noch eine Figur drin sein. Na gut, wir gucken mal. Das erste, was ich mache, um das Unboxing zu beginnen, erstmal gucken, ob wir die Box so aufknibbeln können oder ob wir die Tapes, was wir hier drauf haben, die Klebestreifen, ob wir die durchschneiden müssen. Das letzte Mal hat das ja funktioniert, dass wir die so ein bisschen abgeknibbelt haben und die eigentlich mehr oder weniger so runterbekommen haben. Schauen wir mal, ob das hier immer noch der Fall ist. Oh, leider nicht. Wir bekommen sie zwar runter, auch relativ rückstandslos, aber sie gehen beim Abknibbeln kaputt, sie zerreißen. Dann hätte man sie genauso gut durchschneiden können. Na, doch, so ein bisschen Rückstände lassen sie auch. Ja, gut, okay. Aber jetzt haben wir schon angefangen. Und wer A sagt, muss ja auch B sorgen. Irgendwie so, ne? Habe ich mal gelernt. Ob das stimmt, lass ich mal dahingestellt sein. Ja, gut. Komm. Letzten Rest schneiden wir durch. Ist eh egal bei dieser Box. So schön ist sie nicht mehr. Hat Amazon schon für gesorgt. Erstmal wieder nur eine Seite aufgeschnitten. Das kennt ihr von mir ja schon. Und dann gucken wir doch mal, was uns die Box so alles liefert.
Sie liefert einen Beipackzettel und tada! Ja gut, wer hätte es erwartet? Nicht viel drin in der Box. Einmal Speederbike, ein Gestell und, oh, ist da noch mehr drin? Nein, nicht noch mehr drin. Einmal die Scout Trooper Figur. Ja, sehr schön. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Also diesmal haben sie wirklich dafür gesorgt, dass die heil bleibt und dass sich die Karte nicht biegt. Anpanscht. Werde ich gleich ein paar Detailfotos oder Detailvideos besser gesagt einmal vorstellen. Ja, gucken wir uns doch mal Speederbike an. In Seidenpapier verpackt. Na, kommst du? Ja, so ist gut. Einmal schön Speederbike. Ja, Speederbike. So ähnlich auch schon mal gesehen, aber, und das werden wir in den Detailfotos bzw. Videos nachher auch noch sehen, da kann man so ein bisschen was mitmachen. Zum Beispiel hier vorne soll man die Klappe aufmachen können. Kann der Scout Trooper gleich mal einen Ölwechsel machen. Gut, okay. Dann haben wir noch den Stand. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie man den überhaupt benutzen soll. Hier haben wir Kugeln oben, also nicht oben drauf, sondern wir haben Kugeln an den Seiten. Und wir haben hier unten beim Speederbike nochmal ein Kugelgelenk. Und ich würde mal vermuten, dass man den da hineinsetzen kann. So, jetzt weiß ich natürlich nicht ganz genau wie. Aber ein Blick auf das Produktfoto enthüllt nichts. Oder? Ja, vielleicht doch so ein bisschen, ne? Nein. Nein. Vielleicht. Wir gucken mal, was passiert. Setz mal die Kugel hier drauf. Ja, da heißt es einmal wirklich, man will ja nicht immer so mit ganz viel Gewalt hier dran. Aha. Ja. So. Ihr kennt das von mir. Ich packe nicht so gerne Figuren aus. Ist in diesem Fall leider auch nicht anders. Dementsprechend kann ich leider jetzt nicht beurteilen, ob dieser Scout Trooper hier wirklich gut drauf sitzen kann. Aber wenn ich mir seine Beinform angucke, dann könnte ich mir das zumindest erstmal vorstellen. Vielleicht habe ich noch irgendwann mal die Gelegenheit, den lose zu kaufen. Dann könnte man den hier auch auf das Speederbike draufsetzen. Aber in meinem Fall, ich lasse sie ganz gerne hier drin, weil ihr kennt mich, ich bin Verpacktsammler. Okay, von beiden Sachen bekommen wir gleich Details. Aber ich finde schon mal ganz schick, dass wir hier diesen Stand haben, dass wir das Speederbike hier draufstellen können. Und offensichtlich scheint es wohl so zu sein, dass je nachdem, wie man diesen Stand dreht, man auch unterschiedliche Höhen, respektive vielleicht auch unterschiedliche Winkel bekommt. Das heißt, wenn wir das so hinstellen, sieht das Ganze natürlich etwas dynamischer und ein bisschen mehr Action belastet aus. Okay, ja, ich räume hier gleich noch mal ein bisschen auf und zeige euch dann die Detailvideos. Bis gleich.
So, was lässt sich jetzt zu diesem Set sagen? Mal abgesehen davon, dass es eigentlich keine großen Überraschungen gab. Der Speeder, der ist neu designt, naja, neu in Anführungsstrichen designt worden. So ein paar Neuerungen hat er natürlich. Vorne Klappe auf. Das gab es früher so in der Form auch schon mal. Nicht unbedingt in der Art und Weise. Wenn man sich überlegt, dass ganz früher diese Füße bewegbar waren, um dann die Klappen da hinten zu bewegen, das gibt es jetzt nicht mehr. Dafür kann man die Klappen aber individuell selber positionieren. Man muss einfach dabei beachten, dass solche Teile letztendlich kein Spielzeug, sondern Ausstellungsstücke sind. Die soll man einmal positionieren, dann soll man sie in die Vitrine stellen und dann ist auch gut. Von daher, wie gesagt, keine großen Überraschungen. Ich finde das ganz schick designt, kann man gar nicht anders sagen. Ne, auch vom Paintjob her recht nett gemacht. Das, was mich ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, ist natürlich der Preis. Ne? 54,99 €. Gut, ups, ziehen wir mal die Figur ab. Ne? Das heißt also, Figur sind wir freundlich mit 20 € abgezogen. Dann haben wir hier inklusive Stand, also den Speeder inklusive Stand, immer noch mit, na, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, 34,99 €. Ja, 34,99 € ist es das wert? Eigentlich nicht. Wenn man sich andere Speeder anguckt, die rausgekommen sind, dann ist es natürlich so, dass die deutlich günstiger waren, auch inklusive Figuren. Da gab es also schon ein paar Sets, die einen Speeder inklusive Figuren hatten und die trotzdem deutlich günstiger waren. Ja klar, Corona, Krieg, soll alles preistreibend sein. Verstehe ich auch zum gewissen Teil. Was ich nicht verstehe, ist, dass es zu diesem großen Anteil diesen Preis treiben soll. Aber vielleicht verstehe ich das Ganze ja nur einfach gedanklich nicht. Okay, mit diesen Worten sei gesagt, ich verabschiede mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis dann und tschüss. Piu, piu. Na, beobachtet ihr mich beim Spielen? Ja gut, mache ich normalerweise nicht. Aber ganz ehrlich, bevor ihr mich beobachtet beim Spielen, guckt euch lieber noch ein paar Videos an. Zum Beispiel hier oder hier. Oder ihr abonniert gleich den ganzen Kanal. Dann entgehen euch auch keine Videos mehr.